So Leute, was geht ab? Ich bin jetzt in Lissabon angekommen. Heute spielt Benfica gegen Porto, o Clásico. 10 Punkte trennt die beiden. Heute kann alles fix gemacht werden. Ich bin richtig heiß auf das Spiel. Bin richtig motiviert. Wir haben jetzt 12:45 Uhr. Ich muss noch Mietwagen abholen, muss noch nach Hause in 20 Minuten fahren und dann nochmal zum Stadion. Ich will rechtzeitig da sein, weil ich will einfach wieder meine Heimat sehen. Und ich habe richtig Bock und heute nehme ich euch auf jeden Fall auf diesen Vlog mit. Ja, und zur Statistik und alles komme ich später nochmal. Endlich zu Hause. 1,5 Stunden habe ich jetzt gebraucht, bis ich den Mietwagen geholt habe, bis ich zu Hause war. Normalerweise ist die Fahrt vom Flughafen 20 Minuten, glaube ich, 20 Minuten, lass 30 Minuten sein mit Verkehr. Das ist brutal, aber die ganze Stunde da jetzt Mietwagen geholt, angeschaut und dann wollen sie dir das andrehen. Ja, ich will eigentlich nur zum Spiel und deswegen jetzt Gott sei Dank zu Hause frisch machen, Trikot holen. Ich zeige euch noch bisher hier kurz was und dann geht's gleich los. So, das ist unser Haus, also das Haus meiner Eltern. Ich bin jetzt hier auf der Dachterrasse. Wir sind eigentlich auf der anderen Seite von Lissabon. Montijo heißt. Ja, ich zeige euch einfach mal kurz so ein bisschen grob. Ist eigentlich viel Garten, alt, aber ich sag euch, für den Urlaub, für Sonne ist das Weltklasse. Mein Vater hält hier Hühner, die er füttert, Eier legen, einen Feigenbaum haben wir und dann noch ein paar Zitronenbäume. Also nichts Großartiges, ein schöner großer Garten. Ist mir eigentlich noch ein bisschen zu viel Beton. Einen Brunnen haben wir einen eigenen. Ich zeige euch dann noch kurz meine Stube, wo ich schlafe. Da habe ich schon mein Ticket, mein Trikot für heute Abend, ein Oldschool-Trikot von 98. Genau, ich bin richtig heiß, ich freue mich, Mann. Ich habe richtig Bock. Ja, bei so einem schönen Wetter will ich ja nicht im Haus sein. Also, ich sag mal, wir haben Bett, Küche, Toilette. Was willst du haben? Du bist eigentlich nur draußen, willst dich sonnen, willst im Garten irgendwas machen und keine Ahnung und dann halt unterwegs sein. Deswegen, ich bin da vollkommen zufrieden. Also, einen kleinen Faktencheck noch zum Spiel. 158 Clásicos, Benfica Porto. Benfica ist Rekordmeister, Porto ist auf der zweiten Stelle, knapp hinter uns. Ich bin jetzt ehrlich, ich habe nicht nachgeschaut, also ich denke mal so 8 Titel oder so, vielleicht 6. Insgesamt Pokale, also mit Liga-Pokal, alles sind wir gleich auf. Aber wenn man so überlegt, die letzten 20 Jahre, Porto war da schon echt stark, gerade unter Mourinho die Zeiten und André Villas-Boas, wo sie da 2000, also die haben 2003 haben sie UEFA Cup gewonnen und 2004 die Champions League unter Mourinho. Also die waren schon international auch stark und nicht nur in der Liga haben sie dann alles abgeräumt. Wir sind halt auf die Geschichte mit 1966 mit Eusebio und so haben wir eigentlich einiges abgeräumt. Ja, also deswegen, wenn du die beiden, also wenn du einen Benfica und Porto-Fan am Tisch hast, immer Diskussion, wer ist die bessere Mannschaft, wer hat mehr geholt. Gibt immer Diskussionsstoff und heute kann Benfica den Sack zumachen in der Liga. Wir haben 10 Punkte Abstand, wenn wir heute gewinnen, 13 Punkte. Ich sage ganz ehrlich, das ist dann ein Statement, dann können wir uns konzentrieren auf die Champions League. Und wenn Porto gewinnt, sind 7 Punkte, dann ist dann noch so ein bisschen Hoffnung, weil wir ja noch gegen Sporting und gegen Braga spielen. Aber eigentlich sollten wir auch nichts da anbrennen lassen. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Ja, okay. Und ja, also ich bin richtig heiß. Ich habe mal wieder kein Ticket bekommen, regulär. Ich habe über Viagogo jetzt ein Ticket geholt, wieder ein bisschen überteuert. Das hat mich übertrieben angekotzt. Dafür habe ich 2 Tickets gegen Inter Mailand zu Hause. Also mein Plan für Lissabon ist heute Benfica Porto, Dienstag Benfica Inter, Samstag eventuell noch das Auswärtsspiel in Chaves mitnehmen, weil ich fliege sowieso von Porto zurück am Sonntag. Könnte ich vielleicht oben auch das Spiel anschauen, weil es sind 400 Kilometer von hier. Und ich bin auf jeden Fall heiß, eine Benfica-Woche zu machen und euch auf jeden Fall auf der Reise mitzunehmen. Also, wir haben jetzt 14:20 Uhr, Spiel fängt um 18 Uhr an. Das sind nicht mal mehr 4 Stunden. Ich will eigentlich jetzt hingehen, weil ich will noch davor meine schönen Bierchen trinken, schön was essen. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ich wollte unbedingt Mittag essen hier in Portugal. Habe mir das eigentlich extra aufgehoben. Deswegen, ich bin eigentlich schon ein bisschen nervös und will jetzt eigentlich auch losgehen. So Leute, ich bin schon am Stadion. Ich habe gleich einen Parkplatz gefunden, Gott sei Dank. Wir haben jetzt noch 2,5 Stunden bis Anpfiff. Und jetzt schaut euch mal das Stadion an. Geil, oder? Wahnsinn. Also ich bin jetzt gespannt, ich gehe jetzt mal hoch vor das Stadion und guck mal, was da schon los ist. Da sieht man jetzt die Porto-Fans.
ich jetzt erstmal ein bisschen an Stress machen. Filhos da puta! Bisschen beleidigen. Da hinten sind die Porto-Fans. So mal ran, ey, die sind echt wie eine Armee, stehen die da. Das ist echt krass, Mann. Was ist das für ein kranker Ansturm? Die Polizei hat hier die ganzen Straßen abgesperrt. Normalerweise ist das hier immer meine Parkplatz-Area. Ich komme immer extra früh, dann kann ich da parken, dann bin ich gleich auf der Autobahn, aber die haben alles abgesperrt. Egal, heute bleiben die 3 Punkte hier. Das ist echt was klar ist. So, ich bin da. Ey, Wahnsinn, Mann. Großer Ansturm. Ich dachte, nachdem wir 10 Punkte vorne sind, wird es bei Porto jetzt, sage ich mal, nicht so präsent sein. Ey, die sind da. Das ist richtig interessant. Also, es wird richtig geil. Ja, Sonne scheint, 20, 25 Grad. Wahnsinn. Also, es geht nicht besser. Also, ich bin echt heiß auf das Spiel. Ich sag euch, 10 Punkte Abstand, aber ich bin trotzdem heiß. Ich habe richtig Bock drauf. Wir warten jetzt alle auf den Bus von Benfica. Ich erwarte einfach, dass da ein bisschen so Bengalos und so kommen. Und dann geht's rein ins Stadion. Guck mal, die sind da oben sogar. Die sind überall und warten auf den Bus. Der macht hier eine Runde am Kreisverkehr. Und da sieht man nochmal, dass alle Spieler nochmal verewigt haben in so einem Porträt. Und dann fährt er hier runter ins Stadion. Und jetzt kommt er. What? Die singen alles durcheinander, aber die sind einfach motiviert. Alle Benfica! Mama, die sind alle motiviert. Ich sag euch ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Einfach gegen die zu verlieren. Guckt euch mal dieses Stadion an. So ein geiles Stadion. Ey, sagt mal ehrlich, was ist das hier für eine Aussicht? Hier oben sind nachher die Ultras. Ich habe mich so ein bisschen leicht weggesetzt, einfach jetzt um auch aufzunehmen. Und Respekt gegenüber den Ultras. Guck mal, die da oben. Porto ausverkauft. Also ich bin echt gespannt. Normalerweise spielt Benfica immer in der zweiten Halbzeit auf unser Tor. Ich hoffe heute auch. So zum Stadion. 65.650 Zuschauer. Da oben ist der Auswärtsblock.
Was sie neu gemacht haben, sind diese 3 LED-Balken und der Monitor. Den haben sie seit der WM, also jetzt im Dezember 2022 neu gemacht. Da kannst du jetzt eine richtig geile Stadionshow machen, weil das Stadion ist jetzt schon ein bisschen alt. Das ist ja seit 2004 gebaut worden zur Europameisterschaft in Portugal. Nebendran war das alte Stadion mit 120.000 Zuschauern. Das war so wie Camp Nou, könnt ihr euch vorstellen. Und das ist jetzt fast die Hälfte so groß, ein bisschen größer noch, aber ja, so könnt ihr euch das vorstellen. Und ich werde nachher ein bisschen von der Stadionshow mitnehmen. Und wie man sieht, hat man hier eine Choreografie vorbereitet, also richtig geil. So, die fangen jetzt an mit diesen LED-Lichtern. Das Problem ist, wir haben knalle Sonne, Alter. Deswegen ist es leider. Aber am Dienstag bin ich auch im Spiel zur Champions League und da wird es auf jeden Fall anders gehen. Choreo. Die ganze Zeit eingestimmt, dass das Spiel 1-1 ausgeht. Aber jetzt bin ich heiß und jetzt sage ich 2-0. No. Vamos, caralho!
Willst du jetzt noch Hand oder was? Ich pfeife, weil Antonio Silva nicht rein durfte. Der Ficker hat sowieso irgendwie eine Vorgeschichte mit dem Schiri. Wir haben den alle ausgepfiffen, als er nominiert worden ist. So wichtig vor der Halbzeit für die Scheiße. Aber der hat echt brutal abgegeben, muss man schon sagen. Das kann doch nicht sein. Zweimal in der Nachspielzeit. Zweimal erste Halbzeit Nachspielzeit. Ey, die machen nichts. Und dann machen die einfach 2 Tore in Nachspielzeit, erste Halbzeit. Guck mal, wie der Licht, Alter. Ja, die. Videoschiedsrichter abseits. Also ey, Fazit zur ersten Halbzeit. Wir haben früh ein Tor gemacht. Eigentlich dachte ich jetzt, geiler, das haben wir jetzt in unserer 1-0 zu Hause. Und wir haben es eigentlich auch gut gemacht bis zur 45. Minute. Dann haben wir das 1-1 kassiert. Klar, die hatten so 1-2 Chancen, so minimal, aber das ist nichts Besonderes. Dann waren die 1-1 und dann waren wir einfach in der 6, also 45 plus 6, weil Spieler war verletzt, waren die 2-1, aber Gott sei Dank war, also wahrscheinlich abseits, ich habe es nicht mal gecheckt. So schnell geht es im Fußball. Wir müssen einfach konzentriert unseren Stiefel durchspielen. Hä? Jetzt 1-1, zweite Halbzeit, wir spielen auf unser Tor und ich glaube, es gibt nochmal Kraft und wir werden das Spiel heute nicht verlieren.
Was soll ich noch sagen? Alle Beleidigungen, die hier fallen, von den Fans und auch vielleicht von mir, die sind nur auf das Spiel bezogen. Nach den 90 Minuten gibt man sich wieder die Hand und fertig. Und es ist wichtig im Fußball. Fanausschreitung mit vielleicht mal Papierknäuel in der Eckfahne werfen und keine Ahnung was, ja, alles schön und gut. Aber nach dem Spiel sollte man fröhlich nach Hause kommen. Weil ich habe um mich herum geschaut, ich habe es nicht auf der Kamera. Da sind wieder solche Probleme, keine Ahnung, Polizei, oben auf der Tribüne hinter mir. Ich will gar nicht wissen, was da los ist. Man soll sich doch irgendwo, also man soll ausrasten können, schreien und anfeuern, aber man soll alles irgendwo in Grenzen halten. Alter, Grimaldo, Steine-Position, Junge. Oh, Chiquinho, ey, Mann. Verstehst nicht. Ich hab's jetzt nicht genau gesehen, was war, aber Alter, keine Ahnung. Ja, geht. Okay. Aber auch wenn, dann geht er ja vom Fuß auf die Hand. Eigentlich ist keine Ahnung. Aber der checkt. Nem para o jogo! Mas tem que ser todos, caralho, não é só esse, caralho! A puta da equipa tem que subir, caralho, aperta, caralho! Letzte Aktion, 2-1. Spiele Chance. Alter, ich bin im Loch, Alter. Ich schwöre, ich bin im Loch. Ich hätte niemals gedacht, nach einem 1-0, dass wir das 2-1 verlieren. Ich hätte es nicht gedacht. Und vor allem, wir machen früh das 1-0. Wir haben alles in der Hand. Wir müssen das Spiel nicht verlieren. Porto war nicht überragend. Und trotzdem verzocken wir es. Ey, ich könnte kotzen, Mann. Aber genau das ist der Unterschied, was Porto unterscheidet von uns. Gegen uns beißen die es immer. Die gehen in jeden Zweikampf rein, auch wenn sie schlechter sind. Ey, wenn du die Spieler vergleichst, würde ich jetzt sagen, Benfica hat die bessere Mannschaft. Aber die gehen in Zweikämpfe rein, man, die holen immer das Maximum raus. Und das ist halt der Wahnsinn. Und ich bleibe der Meinung, dass der Trainer von Porto der beste portugiesische Trainer ist, den wir haben. Und den würde ich so gerne in der Nationalmannschaft sehen. Der Typ, der holt das Maximum raus aus der Mannschaft. Das ist Wahnsinn, Mann. Das, auf Portugiesisch sagt man so, contra nós eles comem a relva. Also so, die würden sogar das Gras gegen uns fressen und bei uns fehlt es einfach. So
Leute, ich bin jetzt eigentlich schon fertig mit dem Videoschneiden. Da habe ich gemerkt, dass ich kein Outro gemacht habe. Ja, gestern das Spiel, ey. Ich kann es immer noch nicht glauben. Einfach 2-1 verloren nach 1-0 Führung. Katastrophen zweite Halbzeit. Ich glaube, dieses Tor in der 45. und dieses annullierte Tor, was zum 1-2 geführt hat, ich glaube, das hat uns psychisch einfach weggehauen. Oder ich weiß es nicht. Oder vielleicht verlieren wir jetzt einfach die Kraft gegen Ende der Saison, weil es waren echt viele Spiele. Wir haben ja die Champions League Qualifikation auch noch gehabt am Anfang der Saison. Und halt, ja, die Spieler haben halt viele Minuten auf den Beinen. Ich hoffe, dass es nicht dieses Problem ist, sondern dass es eher was Psychisches mit der 45. Minute, weil das kannst du dann abhaken. Aber hey, wenn die Spieler jetzt schwere Beine bekommen gegen Ende der Saison, dann wird es einfach noch eng, was die Meisterschaft angeht und was jetzt halt am Dienstag in der Champions League ist. Deswegen, ja, ich hoffe einfach am Dienstag eine Antwort zeigen. Ja, und Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn Nuge Offside weiterhin solche Videos machen soll für euch, dann abonniert und teilt den Kanal. Das würde mir auf jeden Fall viel helfen. Und ja, ich weiß, dieses Video geht so lang wie eine Netflix-Folge, aber ja, ist halt diesmal so. Schöne Grüße aus Portugal und bis Dienstag Champions League, gell? Danke, Forza.